Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. In den Gewässern zwischen den Malediven und Sri Lanka spielt sich ein Geiseldrama ab, dessen Ausgang zur Stunde noch nicht absehbar ist. Die indische Marine hat einen Frachter mit tamilischen Söldnern aufgebracht, die seit dem gescheiterten Umsturzversuch in Male auf der Flucht sind. Sie haben über 20 Geiseln in ihrer Gewalt, unter ihnen mehrere Ausländer. Um die indischen Schiffe auf Distanz zu halten, haben die Söldner bereits 2 Geiseln getötet und über Bord geworfen. Sie drohen damit, auch die anderen zu ermorden, wenn sie weiter verfolgt werden. Die Vorgänge auf See wurden am Abend durch ein Funkgespräch zwischen der Nachrichtenagentur Reuters und dem Kapitän des Frachters bekannt. Das Schiff soll beschädigt sein und Schlagseite haben. Der polnische Arbeiterführer Wałęsa hält Gespräche mit der Regierung am runden Tisch, die eigentlich schon vor 3 Wochen beginnen sollten, immer noch für möglich. Er erklärte sich am Abend bereit, zur Vorbereitung noch einmal mit Innenminister Kiszczak zusammenzutreffen, stellte aber zugleich Bedingungen. Der Beschluss der Regierung, die Danziger Leninwerft zu schließen, müsse aufgehoben werden. Außerdem forderte Wałęsa, dass alle Arbeiter, die während der Streiks im August entlassen worden sind, wieder eingestellt werden. In einem Mammutprozess gegen einen Mafia-Clan aus Catania sind von einem Turiner Schwurgericht 130 Angeklagte zu teilweise hohen Freiheitsstrafen verurteilt worden. 26 der insgesamt 200 Angeklagten erhielten lebenslänglich. Unter den Verurteilten sind auch 2 ehemalige Richter. Dem Clan wurden 61 Morde, 4 Entführungen und Hunderte von Raubüberfällen angelastet. In den Schären vor Stockholm ist am Abend das Fährschiff Viking Sally, das von Finnland kam, auf Grund gelaufen. Für die 1700 Passagiere an Bord besteht aber nach Angaben der schwedisch-finnischen Reederei keinerlei Gefahr. Sobald es hell sei, werde versucht, das Schiff wieder flott zu machen. Einige Meldungen des vergangenen Tages aus dem Inland. Die Pläne der Bundesregierung für den Einstieg von Daimler-Benz beim Luftfahrt- und Rüstungskonzern MBB stoßen bei den Freien Demokraten auf wachsenden Widerstand. Der FDP-Vorsitzende Lambsdorff erklärte in einem Interview der Frankfurter Rundschau, dass seine Bedenken nach dem Studium der Regierungsvorlage noch größer seien als vorher. Er wolle den Entscheidungen der Spitzengremien seiner Partei vor der Sondersitzung des Kabinetts am Montagabend zwar nicht vorgreifen, er könne sich aber nicht vorstellen, dass die Bewertungen positiv ausfielen. Der Energiekonzern Preußen Elektra will vom Oberverwaltungsgericht in Lüneburg klären lassen, ob die neuen Sicherheitsauflagen der schleswig-holsteinischen Landesregierung für das Kernkraftwerk Brokdorf rechtmäßig sind. Es geht um 2 Punkte. Um das Verbot, wiederaufgearbeitete Brennelemente mit höherem Plutoniumgehalt zu verwenden und um die Forderung, eine Reparaturanlage für Zentrierstifte einzubauen. Zur Klage von Preußen Elektra sagte Energie- und Sozialminister Jansen, die Landesregierung werde die gerichtliche Auseinandersetzung notfalls bis zur letzten Instanz führen. An die 10.000 Krankenschwestern und Pfleger haben in München gegen den Pflegenotstand in vielen Krankenhäusern demonstriert. Sie machten darauf aufmerksam, dass bereits Operationssäle geschlossen werden mussten, weil nicht genügend Schwestern eingestellt wurden. Das vorhandene Pflegepersonal sei durch Überstunden völlig überlastet und werde zudem schlecht bezahlt. Die Lottozahlen: 10, 15, 17, 21, 34, 38 und die Zusatzzahl 46. Die Gewinnzahl im Spiel 77 lautet 9605754. Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr. Die Wettervorhersage für Sonntag, den 6. November. Im Norden und in der Mitte teils wolkig mit Auflockerungen, teils neblig trüb. Im Küstengebiet vereinzelt etwas Regen. Im Süden meist sonnig, gebietsweise jedoch auch hier trüb. Tiefsttemperaturen im Norden um +2, sonst -1 bis -6, in Bayern bis -8 Grad. Tageshöchstwerte 4 bis 7, in Bayern nur um 2 Grad. Schwacher bis mäßiger Wind, von südlichen auf westliche Richtungen drehend. Die weiteren Aussichten: nachts nicht mehr so kalt, sonst wenig Änderung. Das, meine Damen und Herren, waren die letzten Nachrichten der Tagesschau. Wir melden uns wieder zu den angekündigten Sendezeiten.
Große Mahlzeit. Eine heiße Idee von McCain. Was? Na, du